Aufregung bei den Anleihenmanagern, Volkskongress in China und überraschend positive Berichtssaison in Europa. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Fast schon war ich gewillt, Aufregung im Hühnerstall zu sagen, jedoch wurde es um einiges ernster. Zuerst kamen die europäischen Inflationszahlen, Frankreich und Spanien und zuletzt auch Deutschland gaben nicht weiter nach. Als Draufgabe gab es auch noch gestiegene Preise bei den Einkaufsmanagern. Die Nervosität stieg. In der Grafik ist das die hellblaue Linie, die sogenannte Deposit Rate, also der Eigenlagensatz unter Banken, stieg in Europa auf über 4%. Das Ringelspiel geht weiter. Was wird die Notenbank in diesem Fall machen? Die Hoffnung auf Aufklärung lag beim ehemaligen Bundesbankpräsidenten und EZB-Mitglied Axel Weber. Dessen Interview brachte mehr Fragezeichen als Antworten. Unser österreichischer EZB-Vertreter, Herr Holzmann, ein bekannter Falke, goss mit seiner Aussage über 4 weitere Anhebungen um jeweils ein halbes Prozent mehr Öl ins Feuer. Der Leitzins wird bis in den Sommer nun höher erwartet, und zwar bei ziemlich genau 4%. Die nächste EZB-Sitzung ist am 15. März und heute Nacht hat Fed-Chef Powell angemerkt, der Leitzins wird wahrscheinlich höher sein als ursprünglich angenommen. Ein Sprung zur anderen Seite der Welt bringt uns nach China. Im Vorfeld des Nationalen Volkskongresses zeigten sich die Einkaufsmanager schon positiv gestimmt. Politisch werden der Premier, einige Minister und der Notenbankchef neu bestimmt. Präsident Xi bleibt im Amt. Wirtschaftlich ist Folgendes geplant: ein eher moderates Wachstum von 5%, ein Budgetdefizit von 3%. Der Anstieg der Verteidigungsausgaben über 7% soll Stärke zeigen. Besonders wird der Immobilienmarkt erwähnt, und zwar die Fertigstellung unfertiger und vorverkaufter Projekte. Das bringt aber noch keinen Bauboom. Erneuerbare Energie steht für die nächsten Jahre ganz oben auf der Liste. Darunter fallen Wind-, Solar- und Geothermieprojekte. Zusammengefasst wenig wirklich Überraschendes aus dem Land der Mitte. Blicken wir noch auf die europäische Berichtssaison. Nachdem die meisten Unternehmen informierten, deutet alles auf ein gutes Quartal mit positiven Überraschungen bei Gewinn und Umsatz hin. Umsatzseitig konnten mehr Unternehmen positive Zahlen liefern, zum Beispiel Versorger. Diese Verbesserung liegt aber auf dem niedrigsten Niveau seit 1,5 Jahren. Die Gewinne waren in etwa in Line mit den letzten beiden Quartalen. Besonders positiv waren Finanzwerte, während Immobilien unter den steigenden Finanzierungskosten litten. Wo liegt die Erwartung für Umsatz und Gewinn im nächsten Jahr? In beiden Fällen wurden die Zahlen zuletzt leicht nach oben revidiert. Bei den Notenaktivitäten, die wir gerade sehen, darf man ruhig die Frage stellen, wie lang bleiben die Aktienmärkte noch unbeeindruckt? Um den Spannungsbogen noch weiter zu spannen, auch diese Woche kommen Zahlen am Freitag der Arbeitsmarkt. Nächste Woche sind es die US-Inflationszahlen und die EZB-Sitzung am Mittwoch. Und damit ihr auch in Zukunft nichts versäumt, am besten ihr abonniert den Kanal hier. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, alles Gute und gesund bleiben, euer Larry. Thank you.